Im Nachhinein ist man immer schlauer. Das hört man oft. Diesen oft schmerzhaften Prozess versuchen wir heute mal zu beschleunigen. Im heutigen Video geht es um 5 Dinge, die ich gerne vor der Ausbildung gewusst hätte und die dem einen oder anderen unter die Arme greifen und langwierige Lektionen verkürzen können. In diesem ersten Teil gehen wir zusammen die ersten 2 Lektionen durch. Punkte 3 bis 5 sind im zweiten Teil dran. Freut mich, dass ihr wieder am Start seid. Bei Gottet. Ich kann mir vorstellen, was man jetzt denkt. Was will der mir bitte erzählen? Will der mir jetzt sagen, wie ich mein Leben zu führen habe? Nee, wenig könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Ich stelle euch lediglich 5 Ideen und Prinzipien vor, die mir und auch Menschen aus meinem Umfeld weitergeholfen haben. Mehr nicht. Wenn euch auch nur ein Teilaspekt weiterhilft, hat es sich schon mehr als gelohnt. Es ist ein Angebot an Lernen und Lektionen, die meiner Meinung nach den größten Nutzen entfalten, wenn man sie so früh wie möglich kennt und sich mal anschaut, ob man sich die zunutze machen kann. Vielleicht ist da was dran. Das lasse ich euch selbst entscheiden. Wenn ihr eure Ideen dazu teilen wollt, ab in die Kommentare damit. Punkt Nummer 1, den ich gerne vor der Ausbildung gewusst bzw. früher verstanden hätte. Fehler zu machen ist okay. Es ist nicht nur okay, es ist ein essentieller Teil des Lernens. So kitschig es sich anhört, steckt doch viel dahinter. Man kommt aus der Schule. Man wurde mit Fächern zugeballert, von denen man höchstens 2 interessant fand. Man hat sich nicht damit identifiziert, Schüler zu sein, weil es alle waren. Jetzt lernt man einen Beruf. Man kann stolz sagen, ich bin Handwerker, Wissenschaftler und so weiter. Und kann sogar Menschen mit meinen Fähigkeiten helfen. Das ist doch schon was anderes. Wenn man sich mit etwas identifiziert, will man gut darin sein. Und das heißt, keine Fehler machen, beziehungsweise so wenig wie möglich. Falsch. Keine Fehler zu machen, heißt immer etwas zu machen, was man schon kann. Und das versteht man nicht unter Lernen. Lernen heißt, etwas auszuprobieren, Ideen zu haben, die auch mit Ach und Krach scheitern können. Aber aus der Idee lernt man und kommt so weiter. Fehler machen heißt auch zu realisieren, wenn die eigene Meinung in Teilaspekten Lücken hat oder komplett falsch ist. So kommt man vorwärts. Wenn man nicht dazu in der Lage ist, versucht man sich herauszureden, was letztendlich immer in einer Teufelsspirale endet. Sofort zugeben, wenn man einen Fehler gemacht hat. So kommt am Ende das beste Ergebnis für euch raus. Klingt total hirnrissig, oder? Ich bekomme Ärger vom Chef, meine Leute denken, ich bin ein Versager und so weiter. Oder besser? Man lernt daraus, bekommt den Respekt der Kollegen, weil man Rückgrat beweist. Und wird besser in dem, was man tut. Und bekommt oft Hilfe von Kollegen, die man, wenn man etwas verschwiegen hätte, niemals bekommen hätte. Und die Kollegen können sich auf einen verlassen, da man sich mit Problemen ehrlich auseinandersetzt und nicht versucht, etwas zu vertuschen. Die Alternative, den Fehler zu verschweigen, resultiert in einem viel, viel schlechteren Ergebnis für euch. Sowas geht nie gut. Ihr endet in einer Teufelsspirale, die euren gesamten Ruf in kürzester Zeit zerstören kann. Und hier übertreibe ich wirklich nicht. Das heißt jedoch nicht, dass man alles mutwillig falsch machen soll. Man gibt sein Bestes und von diesem Punkt aus wird man noch besser. Wenn man alles besser gekonnt hätte, hilft euch das nichts. Das ist nur eine billige Ausrede, die man sich einfallen lässt, weil man Angst davor hat, von seinen zu hohen Erwartungen an sich selbst enttäuscht zu werden. Aber das Umfeld macht es das nicht unbedingt leicht. In manchen Situationen wird man manchmal auf etwas benotet, was man zum ersten Mal macht. Wie beknackt ist denn das? Ihr seid noch nie auf Ski gestanden, aber zuerst schauen wir mal, wie schnell ihr den Steilhang runterfahren könnt, bevor wir euch das Skifahren überhaupt beibringen. Hier wird Talent bewertet und einem nicht beigebracht, was einen langfristig weiterbringt. Nämlich interne Motivation, aus Fehlern lernen und sich neues Wissen aneignen. Das bringt uns zu Punkt 2. Dieser Punkt hat 2 Seiten. Er kann oft sehr stark motivieren, aber auch schwer zu schlucken sein, da man auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird. Hört's euch am besten selbst an. Harte Arbeit schlägt Talent, wenn Talent nicht hart arbeitet.
Lasst es mich kurz an einem Beispiel erläutern. Ihr fangt mit 2 Freunden in einem Verein das Fußballspielen an. Ihr fangt alle frisch an. Keiner von euch hat Erfahrungen im Fußballspielen. Der eine ist von Anfang an ganz gut, hat eine normale Kondition, kann auch schon ganz gut mitspielen. Nur jedes zweite Training lässt er ausfallen. Und er nimmt das Ganze weniger ernst. Er hat ja ganz gut Talent. Warum soll er sich denn mehr anstrengen? Der zweite Freund ist, okay, wirklich schlecht. Trifft keinen Ball, versteht nichts von Taktik, hat keine Kondition und bricht schon nach 10 Minuten vor Erschöpfung zusammen. Nur ihm macht das Fußballspielen ebenso Spaß. Und er kommt zu jedem Training, läuft in seiner Freizeit für die Kondition, analysiert Spieltaktiken und hängt sich voll rein. Jetzt habe ich mal eine Frage. Mit wem wollt ihr in 3 Jahren lieber in einer Mannschaft spielen, wenn es richtig ernst wird? Also mein Tipp ist der fleißige Freund. Er hat in den letzten paar Jahren wirklich viele Spiele verloren. Aber er wurde stetig besser und hat dadurch Erfahrungen im Training gesammelt. Und jetzt ist er ein rundum besserer Fußballspieler wie Freund 1. Auf lange Sicht gewinnt Übung über Anfängerglück und harte Arbeit schlägt Talent. Am besten ist es natürlich beides zu haben. Viel Talent und einen starken Arbeitswillen. Das sieht man oft bei den Besten ihres Fachs. Das sind Menschen, die sich in ihrem Gebiet mit etlichen Stunden eingearbeitet haben und diese Arbeit durch zusätzliches Talent sehr schnell und sehr gut erledigen konnten. Nur ist ein Arbeitswillen, der einen auch mal durch härtere Zeiten durchträgt, unbedingt notwendig. Ohne den geht's nicht. Denn unser talentierter Freund hört auf, wenn es schwierig wird und wenn es mal weniger Spaß macht. Freund 2 beißt sich durch harte Zeiten durch und kommt so seinem Ziel stetig näher. Solche schwierigen Zeiten gehören dazu, wenn man sich mal wirklich weiterentwickeln will. Am Ende kann man stolz sein, dass man wieder den nächsten Schritt geschafft hat. Wenn man unsere Freunde am Anfang benotet hätte, hätte das für beide schlechte Auswirkungen. Freund 1 denkt, er kann Erfolge feiern, ohne auch nur irgendwas dafür tun zu müssen. Und Freund 2 wird schon von Anfang an in der Motivation ausgebremst und denkt, dass er einfach unbegabt oder wenn das in der Schule der Fall ist, sogar dumm wäre. In beiden Fällen ist das komplett falsche Signal, um sich effektiv weiterentwickeln zu können. Eins kommt noch dazu. Unser zweiter Kumpel hat immer die Ausrede, wenn ich gescheit trainiert hätte, hätte ich alles besser gekonnt. Das ist eine faule Ausrede. Das hört man auch oft, wenn man mal was lernen will. Ich habe mir die Inhalte gar nicht richtig angeschaut und trotzdem eine 3 geschrieben. Ich muss schon echt ein Genie sein. Dadurch will man sein Selbstwertgefühl künstlich erhöhen, da man nicht das Risiko eingehen will. Wenn man dann doch lernt und keine 1 hat, hat man diese Ausrede nicht mehr. Und man muss sich eingestehen, dass man doch noch ein bisschen Arbeit vor sich hat, wenn man da hinkommen will, wo man sich in seinen Ausreden künstlich sieht. Nur das ist die Grundlage für Wachstum. Ein ehrliches Feedback bekommen für die bestmögliche Arbeit, die man abliefern kann. Und von diesem Punkt aus schauen, was man besser machen kann. Lernt ihr anders besser? Habt ihr zu spät angefangen? Interessieren euch die Inhalte nicht? Oder habt ihr etwas noch nicht ganz verstanden? Diese Fragen kann man nach und nach beantworten. Schritt für Schritt. Also, steht euch nicht selbst mit schlechten Ausreden im Weg. Ihr müsst wirklich nicht überall die Besten sein. Nur hilft es euch im Leben, die Fähigkeit zu haben, gute Leistungen abliefern zu können, wenn ihr das in diesem Moment wollt. Und das muss man trainieren und sich dementsprechend hinarbeiten. Harte Arbeit schlägt Talent, wenn Talent nicht hart arbeitet. Hier machen wir mal kurz Pause. Das waren die ersten 2 Dinge, die ich gerne vor der Ausbildung gewusst und verstanden hätte. Stimmt ihr zu? Habt ihr persönliche Erfahrungen mit diesen Ratschlägen gemacht? Schreibt eure Storys gern unten rein. Von so einem Austausch kann man ja nur was mitnehmen. In der Videobeschreibung findet ihr zu diesem Thema Buchempfehlungen. Wenn ich euch weiterhelfen konnte, würde ich mich über ein Abo und einen Daumen hoch freuen. Bei Teil 2 geht's weiter mit den Punkten 3 bis 5, die ich gerne vor der Ausbildung gewusst hätte. Macht es gut und bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bei Gottet.